Geschichte 1. In Leipzig nach Hilfe fragen. Entschuldigung, können Sie mir bitte helfen? Ich glaube, ich habe mich verlaufen. Ja, natürlich. Wo möchten Sie denn hin? Ich möchte zur Stadtbibliothek in Leipzig, aber mein Handy ist fast leer. Ach so, sind Sie neu hier? Ja, erst seit 3 Tagen. Ich wohne jetzt in Leipzig, weil ich hier eine neue Arbeit angefangen habe. Verstehe. Wo kommen Sie gerade her? Vom Hauptbahnhof. Ich dachte, der Weg ist einfach, aber jetzt bin ich unsicher. Das passiert oft am Anfang, denn viele Straßen sehen ähnlich aus. Ja, genau. Ich habe dieselbe Ecke schon 2-mal gesehen. Dann sind Sie wirklich im Kreis gelaufen. Leider ja. Ich muss in 20 Minuten dort sein. Keine Sorge, die Bibliothek ist nicht weit von hier. Wirklich? Das ist gut. Jetzt bin ich erleichtert und nicht mehr nervös. Gehen Sie zuerst geradeaus bis zum Augustusplatz. Geradeaus bis zum Augustusplatz. Gut. Dann gehen Sie links an der Oper vorbei. Und dann? Danach sehen Sie eine große Kreuzung. Dort gehen Sie rechts, damit Sie direkt zum Eingang kommen. Jetzt klingt es viel einfacher. Ja, wenn man den Anfang kennt, ist der Weg leicht. Wie lange brauche ich zu Fuß? Ungefähr 8 Minuten. Dann gehe ich zu Fuß, damit ich den Weg besser lerne. Gute Idee. Leipzig ist schön, wenn man sich hier auskennt. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Gern. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Geschichte 2. Im Café über Leben sprechen. Schön, dass wir heute Zeit haben. Das Café hier in Freiburg ist wirklich ruhig. Ja, genau deshalb komme ich gern hierher. Man kann hier gut nachdenken. Ich brauchte das heute auch, weil meine Woche ziemlich anstrengend war. Hattest du wieder so viel Arbeit im Büro? Ja, jeden Tag kam etwas Neues dazu und ich musste ständig schnell reagieren. Das klingt stressig. Bei mir war es ähnlich, aber heute bin ich endlich ruhiger. Ich merke oft erst am Abend, dass ich den ganzen Tag angespannt war. So geht es mir auch. Früher dachte ich, ich muss immer alles perfekt machen. Und heute? Heute weiß ich, dass das nicht funktioniert. Man kann nicht alles gleichzeitig schaffen. Ja, das stimmt. Ich plane oft zu viel und deswegen bin ich später enttäuscht. Vielleicht solltest du dir mehr Pausen erlauben. Wahrscheinlich. Ich möchte nach der Arbeit wieder öfter spazieren gehen. Das wäre gut, denn frische Luft hilft wirklich. Früher habe ich auch mehr gelesen, wenn ich Ruhe brauchte. Warum machst du das nicht wieder? Gute Frage. Vielleicht, weil ich immer denke, ich muss noch etwas erledigen.
Manchmal muss man nichts mehr machen, sondern einfach kurz leben. Das klingt einfach, aber es ist wichtig. Ja, und solche Gespräche helfen auch, damit man wieder klarer denkt. Stimmt. Kaffee, Ruhe und ein ehrliches Gespräch sind manchmal genug. Genau, mehr braucht man nicht jeden Tag. Geschichte 3. Ein kleines Missverständnis klären. Danke, dass du doch noch zum Neumarkt in Köln gekommen bist. Ja, ich wollte das klären, weil ich seit gestern wirklich verwirrt bin. Ich auch. Deine letzte Nachricht klang plötzlich ziemlich kühl. Wirklich? Ich dachte, du warst sauer auf mich. Nein, gar nicht. Warum dachtest du das? Dann lassen wir es eben. Das klang für mich hart. Ach so, ich meinte das ganz anders. Wie denn? Ich dachte, du hast keine Zeit mehr, weil du so kurz geantwortet hast. Ich war noch in der Straßenbahn und konnte nicht viel schreiben. Das wusste ich nicht. Ich wollte nur sagen, dass wir das Treffen verschieben können, wenn es bei dir heute schlecht passt. Und ich dachte, du willst das Treffen absagen. Nein, überhaupt nicht. Ich habe mich sogar darauf gefreut. Dann haben wir beide die Nachrichten falsch verstanden. Ja, wahrscheinlich, weil wir nur kurz geschrieben haben. Genau, solche Missverständnisse passieren schnell, wenn man nur Textnachrichten liest. Stimmt. Man sieht ja nicht, wie die andere Person es meint. Eben. Ich hätte vielleicht einfach direkt anrufen sollen. Ich auch. Das wäre besser gewesen, damit wir nicht einen ganzen Abend falsch denken. Also bist du nicht sauer? Nein. Und du? Auch nicht. Ich bin nur froh, dass wir jetzt normal reden. Ich auch. Wollen wir uns jetzt trotzdem noch ins Café dort setzen? Ja, gern. Heute reden wir lieber direkt miteinander. Gute Idee, denn das ist viel einfacher. Geschichte 4. Über Sparen und Budget sprechen. Hallo David, gut, dass wir uns heute in Bremen treffen. Ich muss endlich besser mit meinem Geld umgehen. Hallo, Clara. Geht es um diesen Monat oder allgemein? Beides, weil mein Konto wieder schneller leer ist als geplant. Das kenne ich. Bei mir war das früher auch oft so. Ich zahle Miete, Strom, das Deutschlandticket und Essen. Danach bleibt weniger übrig, als ich denke. Ja, deshalb rechne ich seit einiger Zeit alles am Monatsanfang durch. Ich schaue meistens nur kurz aufs Handy. Und dann merkt man zu spät, dass viele kleine Beträge zusammen groß werden. Genau. Kaffee unterwegs, Snacks und Online-Käufe sind bei mir das Problem. Bei mir war es ähnlich, aber ich habe feste Grenzen gesetzt. Wie genau? Ich plane 250 € für Essen, 80 € für Freizeit und 100 € zum Sparen.
Auch sparst du direkt am Anfang? Ja, denn später bleibt oft nichts mehr übrig. Das ist mein Fehler. Ich spare immer erst am Ende. Du könntest dir auch ein Wochenbudget machen, wenn dir das leichter fällt. Das ist eine gute Idee. Dann würde ich bewusster einkaufen. Genau. Und du musst nicht auf alles verzichten. Das ist mir wichtig, weil ich auch normal leben möchte. Klar, ein Plan soll helfen und nicht stressen. Gut, dann mache ich heute Abend meine erste Liste. Super. Dann siehst du schnell, wo du anfangen kannst. Geschichte 5. Zusammen ein Festival besuchen. Hallo Felix, schön, dass du pünktlich am Rheinufer in Köln bist. Hallo Leonie, ich wollte heute nicht zu spät kommen. Gut so, denn das Lichterfest beginnt bald und ich freue mich lange darauf. Ich auch. Ich war noch nie hier und wollte das sehen. Dann passt es perfekt, dass wir heute zusammen hier sind. Hast du schon gesehen, wie viele Leute unterwegs sind? Ja, überall stehen Gruppen und viele suchen einen Platz. Dann sollten wir nicht lange am Eingang bleiben. Stimmt. Wir gehen weiter, damit wir den Rhein sehen. Gute Idee. Ich hoffe nur, dass es später nicht zu voll wird. Es wird sicher voll, aber das gehört bei solchen Festen dazu. Hast du etwas zu trinken mitgebracht? Ja, Wasser. Und ich habe 2 Brezeln gekauft, weil ich keinen Hunger bekommen wollte. Sehr gut gedacht. Ich wollte hier etwas kaufen, aber die Preise sind hoch. Ja, das habe ich auch gesehen. Dann spare ich mir das lieber. Später können wir essen gehen. Gern. Ich möchte nach dem Feuerwerk noch kurz durch die Altstadt laufen. Das klingt gut, wenn wir danach noch genug Energie haben. Doch, bestimmt. Solche Abende machen mich eher wach als müde. Mich auch. Ich mag die Stimmung, weil alle entspannt und gut gelaunt sind. Genau. Jetzt müssen wir nur noch einen Platz finden. Dort vorne ist noch etwas frei. Komm, wir gehen schnell hin. Perfekt. Dann können wir alles sehen und den Abend genießen. Geschichte 6. In der Bibliothek Bücher auswählen. Hallo Simon, schön, dass du schon da bist. Hallo Hanna. Ja, ich bin heute etwas früher gekommen. Gut so. Vor der Bibliothek in Münster ist es ruhig. Ja, das mag ich, weil es dann entspannter ist. Ich möchte heute einen neuen Roman ausleihen. Ich suche lieber ein Sachbuch. Wieder etwas über Fotografie? Ja, vielleicht. Oder ein Buch über Reisen. Das passt gut zu dir. Stimmt, ich will meine Fotos verbessern. Dann kannst du im 2. Stock schauen. Sind dort die Sachbücher? Ja, genau. Dort war ich letzte Woche auch.
und du gehst sicher zu den Romanen. Ja, weil ich abends gern lese. Liest du lieber bekannte Autoren? Meistens ja. Heute möchte ich aber etwas Neues. Das ist gut, denn so findest du vielleicht etwas Besseres. Hoffentlich. Mein letztes Buch war leider langweilig. Dann musst du heute besser auswählen. Ja, deshalb nehme ich mir mehr Zeit. Ich nehme oft zu viele Bücher mit. Das kenne ich. Am Ende liest man nur 2. Genau, weil der Alltag wieder dazwischen kommt. Schau mal, dort steht ein Tisch mit Empfehlungen. Oh, das ist praktisch. Dort können wir zuerst schauen. Gute Idee. Danach suchen wir getrennt weiter. Ja, und später zeigen wir uns unsere Bücher. Gern. So finde ich vielleicht noch mehr. Geschichte 7. Ein Haustier adoptieren planen. Der kleine Hund wirkt ruhiger. Ja, gestern war er noch nervös. Jetzt wirkt er entspannter. Vielleicht, weil heute weniger Leute hier sind. Möglich. Ich mag ihn sehr. Ich auch, aber wir müssen alles prüfen. Klar, ein Hund braucht Zeit und Geduld. Und Geld, denn nur Liebe reicht nicht. Die Mitarbeiterin im Tierheim Hannover war ehrlich. Ja, sie sagte, dass er 2 Jahre alt ist. Das finde ich gut, weil er noch aktiv ist. Aber er kann nicht lange allein bleiben. Unter der Woche arbeite ich bis 5. Ich bin früher zu Hause. Dann gehst du nachmittags mit ihm raus. Ja, das kann ich. Morgens könnten wir zusammen eine Runde gehen. Gut, damit er ruhig bleibt. Hast du nach Kosten gefragt? Ja, die Schutzgebühr liegt bei 180 €. Das ist in Ordnung. Futter und Tierarzt kommen dazu. Ja, deshalb prüfen wir unser Budget. Und wir brauchen einen Plan. Ich möchte nichts überstürzen. Ich auch nicht. Wenn wir ihn nehmen, müssen wir bereit sein. Genau. Wir sollten heute alles aufschreiben. Zeit, Kosten und Platz. Die Wohnung passt, aber ein Korb fehlt. Napfe und Leine auch. Das können wir schnell kaufen. Schwerer ist der Alltag. Stimmt. Trotzdem fühlt es sich richtig an. Für mich auch, weil ich ihn mochte. Dann schlafen wir darüber. Ja, und morgen entscheiden wir in Ruhe. Geschichte 8. Zusammen ein neues Hobby ausprobieren. Der Raum riecht nach Farbe und Papier. Ja,
Der Aquarellkurs in Mainz wirkt ruhiger, als ich dachte. Das gefällt mir. Vorhin war ich nervös. Ich auch, weil ich noch nie gemalt habe. In der Schule fand ich Malen immer schwierig. Bei mir war es ähnlich, aber heute ist es anders. Ja, heute bekommen wir keine Noten. Genau, wir sind da, um Neues zu probieren. Und weil wir nach der Arbeit dasselbe machen. Essen, Serie, Handy und dann schlafen. Ja, deshalb wollte ich endlich etwas ändern. Ich auch. Ein neues Hobby tut uns gut. Schau mal, dort liegen Pinsel in vielen Größen. Und auf dem Tisch stehen Wassergläser bereit. Das sieht einfacher aus, als ich dachte. Vielleicht, weil alles ruhig vorbereitet ist. Was möchtest du zuerst malen? Vielleicht die Blumen am Fenster. Und du? Ich nehme auch Blumen, damit wir vergleichen können. Gute Idee. Dann sehen wir den Unterschied. Hoffentlich wird mein Bild nicht schief. Das ist egal, wenn es Spaß macht. Stimmt, ich setze mich oft selbst unter Druck. Dann bleib heute locker. Ich versuche es. Die Kursleiterin sagte, dass Fehler normal sind. Das hat mich beruhigt. Mich auch, denn so beginnt man leichter. Jetzt freue ich mich. Ich auch. Wenn der Kurs Spaß macht, kommen wir nächste Woche wieder. Geschichte 9. Eine Überraschung für den Partner planen. Die Schaufenster sind heute schön dekoriert. Stimmt, deshalb passt der kleine Laden gut. Ich möchte Paul morgen überraschen. Womit denn genau? Er hatte viel Stress im Büro. Dann freut er sich sicher über etwas Persönliches. Ja, weil er oft müde und still ist. Willst du etwas kaufen oder etwas planen? Eigentlich beides. Ich dachte an ein Abendessen zu Hause. Das klingt gut, denn so bleibt alles ruhig. Genau. Ein Restaurant wollte ich nicht, weil es dort laut ist. Was brauchst du zuerst? Eine gute Idee für ein kleines Geschenk. Dann rahme ein Foto von euch ein. Gute Idee. Wir haben noch ein Bild vom Bodensee. Perfekt. Dazu vielleicht seine Lieblingsschokolade? Ja, und frische Blumen passen auch gut. Welche Blumen mag er? Weiße Tulpen, aber nur, wenn sie schlicht aussehen. Dann nehmen wir keilgroße Deko. Genau. Ich möchte, dass alles warm wirkt. Und was kochst du? Pasta mit Gemüse. Das isst er gern. Wann kommt er morgen nach Hause? Gegen 6:30. Deshalb muss vorher alles fertig sein.
Dann kauf heute schon ein, damit du morgen keinen Stress hast. Stimmt. Ich hole jetzt Blumen, Schokolade und einen Rahmen und vielleicht noch eine Kerze für den Tisch. Gute Idee. Das wird sicher eine Überraschung. Geschichte 10. Einen Jahrestag zusammen feiern. Hier in Heidelberg ist es schön. Ja, die Lichter wirken ruhig und das passt zu heute. Genau deshalb habe ich dieses Restaurant gewählt. Gute Idee, weil es nicht zu laut ist. Ich wollte, dass wir den Jahrestag entspannt feiern. Das merkt man sofort und ich freue mich. Die Wochen waren voll. Deshalb tut der Abend gut. Stimmt, heute denken wir an nichts anderes. Weißt du noch den ersten Jahrestag? Ja, damals waren wir in Mannheim und haben den Zug fast verpasst. Genau, weil es geregnet hat, waren wir nass. Trotzdem war der Abend schön. Ja, denn wir haben viel gelacht. Heute ist alles ruhiger und das gefällt mir. Mir auch. Solche Abende genießt man. Hast du später etwas geplant? Ja, erst essen wir in Ruhe. Und dann? Danach gehen wir am Neckar spazieren, wenn du möchtest. Sehr gern. Gut. Ich habe keinen stressigen Plan gemacht. Danke, das brauche ich heute. Ich habe noch eine Kleinigkeit für dich. Wirklich? Das wäre nicht nötig. Ich weiß, aber ich wollte dir etwas Persönliches geben. Ein Fotoalbum. Das ist wunderschön. Ich habe Bilder ausgesucht, damit wir uns erinnern können. Das ist viel schöner als ein großes Geschenk. Dann feiern wir heute genau richtig, ruhig, ehrlich und zusammen. Ja, und genau so soll es sein. Bevor ihr geht, hier sind noch ein paar nützliche deutsche Wörter aus der heutigen Folge. Sie sind für A2 B1 Niveau und helfen euch, euren Wortschatz zu erweitern. Übt sie und schreibt uns euren Favoriten in die Kommentare.